Herr Müller-Gröling, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über die KI-Entwicklung in Europa zu sprechen. Ja. Weltweit erleben wir ja eine Phase massiver Investitionen in die künstliche Intelligenz. Die USA mit Stargate, ich glaube 500 Milliarden. Auch in China wird massiv investiert, haben gerade ein schlankes Modell rausgebracht. Auch in Frankreich wird wohl investiert. Letzte Woche fand ja auch der AI Action Summit in Paris statt, bei dem KI-Strategien diskutiert wurden für Europa. Aber die Frage stellt sich, ist Europa Ihrer Meinung nach auf Augenhöhe mit diesen weltweiten Entwicklungen oder sind wir bereits abgehängt? Also ich glaube, wir müssen in Europa wirklich nicht verzagen, ehrlich gesagt. Wir müssen auf ein paar Dinge achten. Wir müssen erstens darauf achten, dass wir so etwas wie eine Strategie entwickeln als Europa. Wir haben kein Problem mit der Erkenntnis, die Diagnose ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir haben, wenn, dann eher das Problem, dass wir nicht gut genug ins Handeln kommen. Das heißt, Voraussetzung für Handeln ist, eine vernünftige Strategie zu haben, so etwas wie eine Roadmap vielleicht zu entwickeln und die auszurichten auf die speziellen Stärken, die wir in Europa haben. Und die haben wir fraglos. Das ist das eine, worauf wir achten müssen. Das andere ist, Europa ist fragmentiert. Und einer der Erfolgsfaktoren bei KI wie bei allen anderen großen informationstechnologischen Themen ist Skalierung. Und die Fragmentierung in Europa hält uns im Moment davon ab, zu skalieren. Das betrifft Daten, das betrifft aber auch technologische Standards oder auch die Regulierung zum Beispiel. Und das müssten wir überwinden und dann wäre mir um Europa nicht bange. Das bringt aber bei mir auch die Frage auf, hinken wir vielleicht technologisch hinterher? Das wird gerne erzählt. Oder wie schätzen Sie das ein? Ist Europa da in einer guten Position? Also technologisch im Sinne von, wie steht es eigentlich um unsere Modellkompetenz, hinken wir meines Erachtens nicht hinterher. Das können wir auch beweisen in gewissem Umfang. Wir haben ja eigene Modelle in Europa herausgebracht, seien es die französischen Modelle oder unser eigenes Teuken 7b-Modell hier von Fraunhofer. Und historisch kommt auch viel von unserer Modellkompetenz, die wir überhaupt in der Welt haben, aus Forschungsansätzen, die ihre Quellen in Europa haben. Ich glaube nicht, dass hier das Problem liegt. Das Problem liegt viel stärker nun in der Umsetzung und auch in letzten Endes der zur Verfügungstellung von ausreichend Ressourcen, um aus diesen Erkenntnissen nun wirklich etwas zu machen. Ende Januar gab es einen deutsch-französischen KI-Dialog. Und danach sprachen Sie von einer robusten und skalierbaren europäischen KI-Infrastruktur. Was kann man darunter konkret verstehen? Welche Bausteine braucht es dafür? Bei skalierbar sind wir bei dem Thema, das ich gerade hatte. Also wir müssen sehen, dass wir unsere Fragmentierung überwinden, dass wir die Datenschätze, die wir in Europa haben und die ja sehr hoch zu bewerten sind, auch von Externen sehr hoch bewertet werden, die wir aber nie wirklich bisher zusammengebracht haben, dass wir die eben in entsprechenden Datenräumen zum Beispiel zusammenbringen, dass wir technologisch Grenzen überwinden. Das wäre zum Beispiel auch bei den Datenräumen Thema. Ja, man muss ja mit gewissen Technologien Zugang in diese Datenräume gewinnen, Konnektoren definieren von verschiedenen Insellösungen in gesamte Datenräume hinein. All das muss geregelt werden und gemacht werden. Und dazu braucht es einen Willen, das zu tun. Der ist vielleicht noch nicht überall stark ausgeprägt. Aber wenn Europa in Summe einsieht, dass es sich, sagen wir mal, eher verzwergt, wenn es diese Grenzen nicht überwindet, wenn also diese Einsicht Platz greift, dann entsteht etwas sehr Starkes. Wir gucken mal auf den gesamten Wirtschaftsraum in Europa, der
450 Millionen Konsumenten ungefähr hat, auch erhebliche Wirtschaftsstärke hat, ist es im Grunde gar nicht einzusehen, warum da nicht auch eine erhebliche Umsetzungsstärke und eine erhebliche Ressourcenbereitstellung möglich sein sollte. Beim Stichwort robust würde ich dann eher in die Richtung gehen zu sagen, naja, wir dürfen nun auch keine Monokultur betreiben. Also hinzugehen und zu sagen, also es gibt jetzt die eine europäische Lösung oder das eine europäische Modell, das würde mir zu weit gehen. Da kann man sich ja gerade in einer so jungen Disziplin, die es ja immer noch ist, kann man sich natürlich da auch, sagen wir mal, übel verhauen und in die falsche Richtung gehen. Also wir müssen schon eine gewisse Pluralität und auch einen gewissen Wettbewerb an der Stelle zulassen. Das ist schon mal inhärent robust. Und dann geht es ja letzten Endes darum, nicht nur Modelle per se zu entwickeln, so weil es eben geht und weil wir das gerne tun, sondern wir müssen es ja vollständig integrieren in unsere industriellen Wertschöpfungsketten. Und dort an der Stelle kommt dann ein zweiter Aspekt von Robustheit für mich rein, in dem Maße, in dem eben klar wird, dass dadurch Wertschöpfung gemacht werden kann und in dem klar wird, ja, damit kann man Geld verdienen, damit wird man effizienter, damit kann man Dinge erreichen, die man so nach konventionellen Maßstäben nicht so ohne weit erreichen kann, erreicht man durch die breite und tiefe Verankerung von selbst eine gewisse Robustheit. Und in dieser Kombination habe ich das damals gemeint. Aber warum ist es dann so entscheidend, dass Europa eigene KI-Modelle entwickelt? Wir könnten uns ja auf die Datenräume, die Sie angesprochen haben, konzentrieren und den Datenschatz heben. Und ansonsten verlassen wir uns auf was weiß ich, ChatGPT oder das, was aus China kommt, die uns da ja schon vorgearbeitet haben. Da gibt es ganz viele Aspekte, aus denen heraus das wünschenswert ist, dass wir da eigene Initiativen entwickeln. Fangen wir an mit der Souveränität, nicht? Also das Thema, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, Datenschutz, Datenhoheit, auch gewisse ethische Standards, von denen wir wissen, dass sie nicht überall in der Welt genauso gesehen werden wie in Europa. Wenn wir da also mitreden wollen, wenn wir da unsere Standards umsetzen wollen, dann müssen wir im Konzert mitspielen. Ansonsten sind wir Zuschauer und müssen nehmen, was uns angeboten wird. Wettbewerbsfähigkeit ist ein zweiter Aspekt. Ich glaube nicht, dass wir, indem wir nur das nehmen, was andere entwickeln, bei uns selber dasselbe Maß an Wettbewerbsfähigkeit bekommen, wie wenn wir selber diese Entwicklungsfähigkeiten hätten. Wir sehen ja, wie sehr technologische Vorsprünge inzwischen auch als Waffe eingesetzt werden. Nicht nur natürliche Ressourcen, das haben wir erlebt, Gas, Öl wird als Waffe eingesetzt, sondern letzten Endes auch ein technologischer Vorsprung durch Embargos, Boykotts oder Zölle oder was auch immer. Also es ist, glaube ich, keine gute Idee, sich in Kerntechnologien, die für die eigene Entwicklung essentiell sind, nur auf andere zu verlassen. Und deswegen wäre an der Stelle mein Rat, das eben auch nicht zu tun. Damit würde dann eben wirtschaftliches Wachstum eingeschränkt, wenn wir das täten. Unsere Unabhängigkeit stünde in Frage. Wir wären in Europa, ich will jetzt nicht sagen erpressbar, das geht vielleicht ein bisschen weit, aber beeinflussbar, sagen wir mal, in einer Art und Weise, in die wir nicht beeinflusst werden wollen. Und nicht zuletzt müssen wir auch an das Thema äußere Sicherheit denken. Tun ja nicht viele Leute gerne, ich auch nicht, aber ich glaube, es wäre auch falsch, daran überhaupt nicht zu denken. Technologie wie künstliche Intelligenz spielt natürlich im Bereich Verteidigung auch eine Rolle. Und wir werden ja eine stärker automatisierte und von Drohnen und dergleichen dominierte Form der Konfliktführung erleben. Und wir erleben sie zum Teil ja bereits in der Ukraine. Ja. Und mein letzter Punkt an der Stelle wäre ja vielleicht der, die Entwicklung von KI ist ja nicht zu Ende. Die fängt ja gerade erst an. Das heißt, wir wären in dem Moment, wo wir sagen würden, wir nehmen, was angeboten wird auf dem Markt, wir wären ja nicht dabei,
bei diesen Entwicklungen. Und jetzt gehen wir mal in die Historie und sagen, was wäre denn gewesen, wenn wir gesagt haben, bei der Entwicklung der Elektrizität sind wir nicht dabei oder bei der Entwicklung der Dampfmaschine sind wir nicht dabei oder der Computertechnologie sind wir nicht dabei. Ebenso wenig ist es jetzt ratsam zu sagen, wir wären bei der KI nicht dabei. Das wird eine mindestens jahrzehntelange Entwicklung, die uns noch in ungeahnte Höhen tragen wird werden. Sie haben es ja schon erwähnt, auch Europa entwickelt seine eigenen KI-Modelle und auch Fraunhofer hat mit Teuken 7b sein eigenes Sprachmodell veröffentlicht, dessen Stärke die europäischen Sprachen sind. Also die europäischen Sprachen werden da abgedeckt. Und ist das genau der Weg, den Europa gehen muss? Also spezialisierte, industriebezogene KI-Modelle mit einem echten Mehrwert? Ja, ganz genau. Das ist ein Weg. Ich würde argumentieren, das sollte nicht der einzige sein, aber es ist ein Weg, weil wir eben bestimmte Stärken haben, weil bestimmte Industrien bei uns stark sind, weil gewisses, man nennt es gern Domänenwissen oder Domänendaten dann eben da sind, auf die man dann spezialisierte Systeme, Assistenten oder spezialisierte KI-Agenten entwickeln kann oder auf denen man die entwickeln kann. Ich würde vielleicht noch den Aspekt reinbringen, dass, was wir im Moment sehen, ja sehr stark rein in der virtuellen Welt stattfindet in der KI. Die Übertragung in die physikalische Welt und in die auf, sagen wir mal so, etwas wie kognitive Maschinen oder so, ist fast noch in früherem Stadium als das, was wir jetzt mit ChatGPT und Gemini und dergleichen sehen. Und auch hier würde ich eine gewisse Stärke in Europa sehen, zu sagen, also diesen Sprung in die physikalische Welt zu schaffen, da haben wir gewisse Stärken, die sollten wir nutzen. Wir sollten aber eins vermeiden, glaube ich, und hier kommt wieder das Stichwort Verzwergung rein. Wir sollten uns nicht in Nischen drücken und sagen, ja, da mit den Großen können wir ja doch nicht spielen, also verziehen wir uns mal lieber in unsere kleine Nische irgendwo. So sollten wir es nicht verstehen, sondern wir sollten auf unseren Stärken aufsetzen und das können wir durchaus selbstbewusst tun. Und in den Dimensionen, wo wir sagen, oh, da sind andere weiter, das mag ja durchaus sein, das wird weltweit immer irgendwo sein, dass irgendjemand weiter ist, da sollen wir einfach den Kontakt nicht abreißen lassen, sondern dann eben nachvollziehen und auch als Fast Follower sozusagen dranbleiben. Aber vorangehen sollen wir dort, wo wir unsere Stärken haben. Und KI soll nicht in den Forschungslaboren stecken bleiben, sondern in die Wertschöpfungsprozesse der Industrie integriert werden. Das haben Sie auch schon mal kurz erwähnt. Aber wie kann das konkret gelingen? Ja, also es gibt seit kurzem, glaube ich, das schöne Stichwort der European Data Union. Also wenn man das schaffen würde, das wäre eine prima Sache. Wir hatten es schon ein bisschen berührt in vorigen Fragen, die europäischen Datenschätze. Wie bringt man sie zusammen? Die großen Large Language Models heutzutage, die greifen auf Daten zu, die, sagen wir mal, im Internet verfügbar sind oder in anderer Weise relativ breit verfügbar sind. Wir haben aber ungeheuer viele Daten, die proprietär sind, die speziellen Unternehmen gehören letzten Endes, dort auch eifersüchtig bewacht werden unter Umständen. Und die nutzbar zu machen, sollte unser großes Ziel sein. Und die Technologien, um sie nutzbar zu machen, wir hatten die Datenräume schon erwähnt, haben wir. Der Witz an der Sache ist ja, jemand gibt ja seine proprietären Daten nur preis, wenn er sicher ist, dass er die Kontrolle darüber behält und dass er sehr klar sagen kann, für welche Zwecke diese Daten verwendet werden dürfen und für welche eben auch nicht. Und deswegen muss man solche vertrauenswürdigen Datenräume eben schaffen, die das technologisch sicherstellen, dass dies und nichts anderes mit den Daten passieren kann. Und wenn man das überzeugend tut, und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir diese Technologien haben und die auch überzeugend darstellen können, dann wäre es mein großer Wunsch, dass sich das stärker verbreitet und dass diese zur Verfügungstellung von Daten unter den Prämissen, die sich dann jeder eben den Daten mitgeben kann, sozusagen, dass wir es dann schaffen,
diese Datenschätze zu heben. Also ich habe so eine ungefähre Zahl im Kopf, dass der Wert dieser Datenschätze wird auf ungeheure 800 Milliarden Euro größenordnungsmäßig geschätzt. Das ist ja ein wahnsinniges Wertpotenzial, das wir da heben könnten. Und es wäre wirklich schade, wenn das in Europa nicht gelänge, weil es nämlich zwei Dinge miteinander kombinieren würde. Besondere Stärken, die wir in Europas Industrien haben, unsere vielen Hidden Champions, unsere vielen Maschinenbauer, unsere vielen Spezialisten in Sensorik, Aktorik, Robotik, was es denn auch sei, kombiniert mit der Datenraumtechnologie, von der ich eben sprach. Das könnte eine besondere europäische Stärke sein und wir sollten sie ausspielen. Ich bin da ganz mit Ihnen. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass wir uns nicht in Nischen drücken lassen sollten. Aber gibt es bestimmte Industriebereiche, die Sie sehen für Europa, die besondere Chancen haben für Europa, damit wir in Sachen KI auch global gesehen führend sein können? Also da fällt mir einerseits ein der Gesundheitssektor und das ganze Thema Pharma. Ja, wenn es darum geht, Diagnostik mit AI, mit KI zu unterstützen, wenn es darum geht, Medikamente zu entwickeln, bestimmte Proteine zu analysieren oder deren Funktionen zu ermitteln. Da sehe ich viele Ansatzpunkte für KI und da ist auch eine besondere europäische Stärke. Ja, das ist klar. Einen zweiten Bereich, ich hatte es vorhin schon erwähnt, würde ich so im Bereich der kognitiven Maschinen sehen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass wir Maschinen, das muss nicht unbedingt ein Roboter sein, wie wir uns vielleicht aus Science Fiction einen Roboter vorstellen. Das kann auch eine Produktionsmaschine sein oder am Ende ist auch ein Auto eine kognitive Maschine, ja? Oder ein 3D-Drucker. Dass wir hier unsere Stärken im Maschinenbau, in der Mechanik, in Themen wie Sensorik und so weiter kombinieren mit KI-Intelligenz und dann dazu kommen, dass bestimmte Produktionsprozesse, bestimmte Themen vielleicht auch im Pflegebereich, bestimmte Themen, wir hatten es vorhin in der Verteidigung, da können wir jetzt ganz viele Fälle anführen, dadurch nach vorne kommen, dadurch ordentlich bestärkt werden, dass wir etwas autonomere, etwas besser agierende Maschinen, die mit Menschen interagieren können, entwickeln können. Diese Mensch-Maschine-Interaktion ist schon lange ein großes Feld. Ich glaube, mit den jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der KI wird das einen großen Schritt nach vorne machen können. Es werden immer wieder 3 Hürden angeführt, die Europa zu nehmen hätte. Das wäre finanzielle Ausstattung, das wäre Regulierung und Fachkräfte. Ja, eine leistungsfähige KI-Infrastruktur erfordert große Investitionen und die USA haben da ihre Kapitalmärkte, die da Millionen, Milliarden in die KI-Startups pumpen. Aber das europäische Risikokapital scheint da ein bisschen zurückhaltender. Gibt es für Europa irgendeine Möglichkeit, das aufzuholen? Wie geht Europa damit um? Also zunächst mal, glaube ich, müssen wir festhalten, wenn wir mal rein auf die Wirtschaftskraft gucken, da steht Europa gar nicht schlecht da. Wenn wir es mal in der Triade vergleichen und das Bruttoinlandsprodukt angucken, dann liegt das in Europa für die EU 27 bei ungefähr 17 Billionen Euro. Kommt dann noch Großbritannien dazu mit 3,5 Billionen ungefähr. Die Chinesen sind ungefähr bei 17,9 Billionen, also ganz gleiche Größenordnung. Die Amerikaner sind ein bisschen drüber mit, aus dem Kopf gesagt, 27 Billionen. Aber das ist alles mehr oder weniger in derselben Größenordnung. Also daher kommt es eigentlich nicht, dass man sagen müsste, es fehlt im Grunde die Wirtschaftskraft. Ja? Was vielleicht fehlt, sind die Instanzen,
bei uns, die so viel Geld bündeln und aufbringen können. In den USA gucken wir auf die Hyperscaler oder wir gucken auf die großen Unternehmen. Wir haben ja gerade die 500 Milliarden Ankündigung gehört. Das ist dann Oracle und letzten Endes Microsoft und im Übrigen Softbank, also ein japanisches Unternehmen. Und wir haben eigentlich nichts von vergleichbarer Größe in Europa. Das muss man sagen. Also wir haben kein Unternehmen, das wie Apple oder Microsoft oder Google Hunderte von Milliarden aufbringen könnte. Bei uns läuft es halt anders und ich glaube, kurzfristig bleibt da gar nichts anderes, als zu sagen, gut, das muss dann bei uns aus staatlicher Seite erstmal kommen. Wir haben wahrscheinlich in Europa, ohne dass ich das jetzt quantifizieren könnte, einen höheren Staatsanteil, als etwa die Amerikaner haben. Gut, dann ist das so und dann muss eben von daher auch so ein Anschub kommen. Mittelfristig würden wir Europa wahrscheinlich gut daran tun, unseren Binnenmarkt weiter zu vertiefen, hin zu dem, was man gerne Kapitalmarktunion nennt. Ich glaube, das würde dann genau solche Fragen wie, kommen jetzt auch große Risikokapitalgeber hier in Europa zurecht, würde dann so eine Frage unterstützen. Das können wir uns aber nicht fürs nächste Jahr vornehmen, sondern das ist eine Entwicklung, die muss politisch begleitet werden. Und an der hängt, glaube ich, ein Gutteil auch der Fortschritt, den wir in Europa machen können. Ansonsten könnte man sich noch sowas wie ganz innovative Finanzierungsmodelle vorstellen, sagen, warum macht man nicht eine Anleihe, ja, die sozusagen versucht, KI in Europa zu fördern. Keine Ahnung, wie erfolgreich ein solches Instrument wäre, aber an sowas kann man natürlich denken. Und wir können natürlich etwas mehr, als wir das vielleicht typischerweise tun, Industriepolitik versuchen zu betreiben in Europa, indem man sagt, man fördert also gewisse Champions eben dann wiederum staatlicherseits natürlich. Dazu muss man das Beihilferecht ein bisschen außer Kraft setzen. Das wäre dann im Rahmen eines sogenannten IPCEI zu machen. Also solche Instrumente haben wir in Europa. Die sind eher untypisch für Amerika. In China ist sowieso alles Staatskapitalismus. Wir stehen so ein bisschen dazwischen. Dann müssen wir unsere Instrumente eben auch einsetzen. Ja? Und das heißt eben auch staatliche Instrumente einsetzen. Erste Hürde haben wir also genommen. Sehr gut. Besprochen jedenfalls. Aber es klingt hoffnungsfroh. Beschäftigen wir uns mit der zweiten Hürde, Regulierung. Wir haben jetzt den AI-Act in Europa, der eigentlich für klare Rahmenbedingungen sorgt, wird aber auch oft als Innovationsbremse interpretiert. Ja, wie bewerten Sie den Spagat zwischen Regulierung und Wettbewerbsfähigkeit? Also zunächst mal muss man sagen, KI ist eine sehr mächtige Technologie jetzt schon und sie wird noch viel mächtiger werden. Ich glaube nicht, dass wir völlig ohne Regulierung auskommen können, auskommen sollten. Das heißt, wir müssen uns schon Gedanken machen, was geht und was nicht gehen sollte. Also der Ansatz, den man jetzt so ein klein bisschen aus Amerika herüberwehen hört, wir nehmen alle Regulierung zurück, das kann aus meiner Sicht nicht der europäische Weg sein, aber es muss halt clever gemacht sein. Und ich glaube, der Ansatz der europäischen Regulierung ist gar nicht so schlecht. Er versucht ja im Kern, die hohen Risiken zu regulieren, eine Risikoabstufung zu definieren und dann hohe Risiken zu regulieren und nicht die Technologien zu regulieren oder den Weg zu regulieren. Und das ist gut und das würde ich jetzt nicht als innovationsbremsend wahrnehmen. Grundsätzlich muss natürlich der Leitsatz gelten, also so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wenn wir das beherzigen, glaube ich, fahren wir gut in Europa. Also ist eigentlich die zweite Hürde auch nehmbar. Beschäftigen wir uns mit der dritten Hürde, das sind Fachkräfte. KI-Entwickler sind ja weltweit gefragt. Wie kann es also Europa schaffen, nicht nur den Nachwuchs zu fördern, sondern auch internationale Top-Talente anzuziehen und auch noch zusätzlich verhindern, dass europäische Top-Talente abwandern?
Das ist ja ein Problem, das haben wir nicht nur in der KI, sondern das haben wir in vielen Feldern. Und der Rat, den man da ja nur geben kann, ist, wir müssen Europa für die Besten attraktiv machen. Und jetzt fragen wir uns mal, warum ist es denn vielleicht noch nicht so? Eigentlich ist Europa als Region doch wahnsinnig attraktiv. Wir sind doch wir sind pluralistische Gesellschaften, wir haben eine hohe Lebensqualität in Europa. Also woran liegt es denn eigentlich? Dann sind es wahrscheinlich ein paar Hürden, die wir hier haben. Wir haben bürokratische Hürden, wir haben Hürden des Zugangs zu Europa, der Integrationsfähigkeit hier und da in Europa. Das sind vielleicht Dinge, die wir abbauen müssen, vielleicht auch finanzielle Rahmenbedingungen. Ja, wenn man eben in Amerika Top-Gehälter anguckt und in Europa Top-Gehälter für Forscher dann, oder für Fachkräfte, dann ist da immer noch ein Unterschied, jedenfalls im Schnitt. Vielleicht müssen wir auch die Frage stellen, haben wir denn universitäre Leuchttürme tatsächlich? Haben wir wirklich Top-Unis, wo sich alle die Finger lecken, dort zu wirken, angenommen zu werden oder zu lehren? Ich glaube, auch da kann man noch ein bisschen was tun. Letzten Endes, das wäre dann die letzte Bemerkung dazu, Start-up und Start-up-Kultur zu fördern, ist auch attraktiv für viele Leute, die unternehmerisch unterwegs sind, die unternehmerisch denken. Und ich frage Sie mal, würden Sie als erstes an Europa denken, wenn Sie sozusagen ein sehr visionäres Start-up gründen wollen würden, das einen hohen Kapitalbedarf hat? Vermutlich nicht, und die Statistik zeigt das auch. Das ist dann eher in Amerika und interessanterweise in Israel der Fall, aber weniger in Europa. Daran zu arbeiten ist wichtig, dann werden wir für die Besten auch attraktiv. Das heißt, an dieser Hürde müssen wir noch arbeiten. Das ist nehmen wir nicht so leicht. Okay. Deutschland, Frankreich. Es gab, habe ich schon angesprochen, den deutsch-französischen KI-Dialog Ende Januar. Und da wurde besprochen, dass Europa eine gemeinsame KI-Strategie benötigt. Wie kann so eine Zusammenarbeit, also wir sind ja etliche Staaten in Europa, wie kann also da eine Zusammenarbeit konkret ausschauen? Also zunächst mal glaube ich, wir sollten uns nicht verführen lassen, zu einem planwirtschaftlich-zentralistischen Ansatz hier zu kommen und zu glauben, es gäbe irgendeine Instanz, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte und die jetzt ansagt, wie es in Europa geht. So funktioniert es nicht. Das Ziel muss vielmehr sein, die schon häufiger hier besprochene Fragmentierung, ich nenne es manchmal auch Verzettelung und Verzwergung, die zu vermeiden. Und wir hatten es schon gesagt, es gibt keine wirklich großen Player, die in der Europäischen Union als Treiber auftreten können. Aber wir haben einen Ersatz dafür. Und der Ersatz ist viele kleinere, mittelgroße, auch große, aber eben nicht riesengroße Champions und gut aufgestellte Unternehmen, die im Grunde Teamplay betreiben müssten. Und Teamplay kann man nicht verordnen. Teamplay muss sich irgendwo lohnen. Teamplay muss ausgerichtet sein an einer Strategie, die wir erarbeiten müssen. Also Teamplay plus Strategie würde genauso wirksam sein wie das Vorpreschen eines großen Giganten, wie wir es ja eben mehr in Amerika erleben. Und da fällt mir so der Begriff, den es im ganz anderen Zusammenhang gegeben hat, die Koalition der Willigen ein. Wir müssen versuchen, eine Koalition der Willigen zu formen und zu schmieden. Und da ist eben die deutsch-französische Zusammenarbeit wahrscheinlich der erfolgversprechendste Kern, mit dem man anfangen kann. Weil es auf beiden Seiten nach meiner Wahrnehmung eine große Bereitschaft dazu gibt, große Fähigkeiten dazu gibt. Und wenn man vorangeht und mal eine erste Grenze, in diesem Fall die deutsch-französische, vernünftig überwindet, dann ist das vielleicht auch ein Modell, das Anziehungskraft entwickelt. Und so kommt dann eben die Koalition der Willigen zusammen. So ungefähr würde ich es mir vorstellen.
drängt sich mir die Frage auf, wir sind ja beide bei Fraunhofer, also drängt sich natürlich die Frage auf, welche Rolle kann Fraunhofer in einer europäischen KI-Strategie spielen? Also Fraunhofer als der Garant für Transfer von Forschung zu Industrie. Einerseits natürlich, indem es eine gewisse Mittlerrolle, möglicherweise sogar mit einem französischen Pendant, in der KI fällt einem dann INRIA ein, macht. Das tun wir auch bereits, also da sind wir ja schon aktiv gewesen. Wenn man es ein bisschen allgemeiner sieht, wäre die Rolle von Fraunhofer ein Stück weit die sonst vielleicht ein Risikokapitalgeber übernehmen würde, nämlich ins Risiko zu gehen. Und eben auch große Dinge anzupacken und anzuschieben, die gegebenenfalls auch scheitern können. Davor dürften wir dann als Fraunhofer auch keine Angst haben. Gerade dieser Schritt, diese ersten frühen Risiken einzugehen, davor scheuen ja dann viele zurück, viele in Europa auch. Da könnten wir etwas tun, sogenannte Moonshot-Ideen wirklich verfolgen. Nicht fantasieren bitte, aber etwas, was sehr ambitioniert und sehr visionär ist, das ist, glaube ich, hier gerade in dem Feld KI besonders wichtig. Das sollten wir dann schon denken. Und wir sollten vielleicht auch ein bisschen mehr auf den sogenannten Technology Push an dieser Stelle setzen. Also man kontrastiert ja immer Technology Push mit Market Pull. Market Pull heißt aber, man muss schon sehen, wo ist denn jetzt die Anwendung, wo sind denn die Leute, die uns dafür bezahlen würden. Das würde ich in diesem Fall sogar mal ausnahmsweise zurückstellen und würde sagen, das ist so klar, dass diese Technologie so wichtig werden wird und so viele Anwendungen hat. Und wir verstehen als Fraunhofer am allerersten, was das Potenzial dieser Technologie ist. Also entwickeln wir es doch mal als Technologie. Es wird ohne Zweifel eine große Anwendung haben. Lassen wir uns doch nicht abhalten von der Frage, hat das jetzt auch sofort irgendwo irgendeine Anwendung? Das sage ich ganz selten, in diesem Fall sage ich es. Herr Müller-Gröling, vielen Dank für diese vielen Aspekte. Lassen Sie uns noch ganz kurz nach vorne schauen. Was muss Europa in den nächsten 2-3 Jahren tun, um international in Sachen KI wettbewerbsfähig zu bleiben? Also wir brauchen am Ende einen gewissen Schulterschluss, und zwar zwischen Politik und Wirtschaft. Wir müssen sehen, dass wir die Synergien, und darüber haben wir ja schon viel gesprochen, dass wir die Synergien realisieren und auf der anderen Seite nicht Wettbewerb ausschalten, weil letzten Endes ein wettbewerbliches Verfahren, dieses Erkundungsverfahren, was damit einhergeht, immer noch das effizienteste. Niemand weiß es besser am Ende des Tages als das, was sich im Wettbewerb durchsetzt. Und wir müssen bürokratische Hürden abbauen. Um es ein bisschen konkreter zu machen, sinnvolle Regulierung hatten wir schon besprochen. Möglicherweise geht das dann so weit, und hier mag ich mich hier und da an die Nesseln setzen, aber so weit wie das Betriebsverfassungsgesetz mal angucken und sagen, wie ist es denn hier mit Regeln, die eigentlich eher innovationshemmend sind, weil sie den Einsatz von Informationstechnologie behindern und eigentlich nichts zum Schutze unserer Individualität und der Arbeitnehmer beitragen. Ja, am Ende, das sind so ein bisschen die generellen Bemerkungen. Am Ende geht es darum, Ressourcen zu sichern. Es geht darum, Rechenpower darzustellen. Das tun wir in einem gewissen Ausmaß schon, aber wenn ich mir angucke, was xAI auf die Beine stellt, da ist dann schon noch ein kleiner Abstand. Unsere eigenen Modelle entwickeln, auf jeden Fall. Das Thema der Datenräume und ihrer Skalierung sehr ernst nehmen und insbesondere eine europäische Roadmap entwickeln. Das müssten wir eigentlich uns ins Stammbuch schreiben. Wenn wir das alles beachten, dann wird es gut. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen und wieder über KI-Entwicklung in Europa sprechen, woran merken wir, dass wir vorangekommen sind? Ja, ich knüpfe an das eben Gesagte, dann sollten wir eine Roadmap haben, ehrlich gesagt. Und ich würde mir auch den einen oder anderen Leuchtturm oder Business Case wünschen, den wir schon in Umsetzung haben. Ein Konzept, wie die
notwendigen Investitionen zustande kommen, und die würde ich mal eher dreistellig als zweistellige Milliardenbeträge im Jahr sehen, ehrlich gesagt. Das ist eine wirklich große, ein großes Finanzvolumen, aber ich glaube, es ist A, lohnend und B, notwendig. Und wenn ich vielleicht das noch sagen darf, ich würde sehr gerne durch eine europäische Innovation auf dem Gebiet KI überrascht werden. Ein Knallbonbon aus Europa. Das würde ich mir wünschen, so wie wir Knallbonbons aus China und aus Amerika gesehen haben. Dann schauen wir doch, verabreden wir uns. In einem Jahr treffen wir uns wieder und dann schauen wir, gucken ob wir wir was mal erreicht haben. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern.